Hallo liebe Freunde, heute ein ganz seltenes Auto. Wir haben hier einen BMW 315 Roadster. Mit dem Auto hat eigentlich BMW so richtig klassisch die Renngeschichte begonnen. Das war der erste wirklich leichte Sportroadster von 1934. Und wir haben hier ein Stück bekommen. Also ich sage ja immer, das ist der beste, den wir hier hatten. Da stören sich viele dran. Nur wir sind eben immer dabei, unsere Qualität zu verbessern. Also müssen wir meistens die besseren Autos auch haben. In dem Fall ist der nicht original, sondern der ist top und spitze voll restauriert. Also das ist von einem Mann gemacht, der ist darauf spezialisiert, mit solchen Autos zu arbeiten. Und ich zeige euch nachher mal im Detail, der ist wirklich erste Klasse gearbeitet. Der hat einen kompletten neuen Holzrahmen, der Wagen. Der hat eine größtenteils neue Aluminiumkarosserie, die ist zumindest überarbeitet worden. Das war sonst ein ganz authentisches, echtes Auto. Ja, und qualitativ auch technisch. Also was da alles dran gemacht wurde, das zeigen wir euch gleich. Jetzt fahre ich erstmal los. Und dadurch, dass das ein Frazer-Nash ist, die haben damals so einen Vertrag mit Frazer-Nash mit den Engländern gemacht, weil die gemerkt haben, oh, das ist ein super interessantes, erfolgreiches Fahrzeug. Dann sind 15 Stück von dem Wagen gebaut worden. Und das ist eigentlich der Vorgänger vom berühmten, legendären BMW 328. Die sind alle in Eisenach gebaut worden. Eisenach, frühere DDR, da war BMW zu Hause zu der Zeit. Und jetzt sind wir schon mal im vierten Gang. Also er ist sehr elastisch, kann man dem entnehmen. Das ist der dritte. Naja, der ist technisch gemacht. Also wohlgemerkt, die Engländer haben gesagt, so ein Auto müsst ihr uns bringen. Und dann haben sie den in Eisenach produziert. Dann sind die nach England gebracht worden und dann auf Rechtslenkung umgebaut worden. Deswegen ist der hier rechts gelenkt. Das waren aber Zeiten, so Anfang der 30er Jahre, da wurde weltweit sowieso noch viel Rechtslenkung überhaupt gebaut. Und bei so einem kleinen Autochen ist das auch überhaupt kein Problem. Nur, ich sag mal, ein BMW 315, der ist so selten. Es gab dann nachher den 319, der hatte ein bisschen mehr Kraft. Also unser hier, der leistet 50 PS. Normalerweise leistet so ein Wagen eigentlich nur 40 PS. Und die haben ihn erst dann ein bisschen aufgepowert beim 319. Und dann kam der legendäre 328 mit 80 PS. Die Autos sind ja heute sehr, sehr teuer. Aber ich sag mal, man hat hier mit dem genau den gleichen Spaß. Man hat auch ein richtig tolles Vorkriegsauto. Und was gerade das Problem ist, ich meine, original schön und gut, ja, ist immer fantastisch. Aber bei einem Auto, was so alt ist, der ist ja in dem Fall hier 90 Jahre alt, da sind die meisten Materialien schlichtweg kaputt durch die Zeit. Das darf man nicht ganz vergessen. Und das ist hier, wie gesagt, ein Fahrzeug, was bei dem Spezialisten, es gibt in Deutschland nur 2 oder 3 Leute, die wirklich erste Klasse arbeiten. Und einer von denen hat das Auto hier in jahrelanger Kleinstarbeit komplett revidiert. Der Wagen ist voll restauriert worden, das merke ich jetzt schon. Also der ist von der Qualität wirklich neuwertig. Und mit so einem Vorkriegs-Oldtimer ist es wichtig, dass man nicht liegen bleibt und dass er wirklich gut funktioniert. Und das ist bei vielen Autos halt eben nicht der Fall. Hört euch mal den Motor an. Ich halte jetzt mal einen Moment meinen Mund auf vielfachen Wunsch hin. Der Wagen hat ja früher mal Seilzugbremsen gehabt, das ist natürlich so eine Sache. Er hier hat ihn umgebaut auf hydraulische Bremsen, dadurch ist sichergestellt, dass er auch wirklich stehen bleibt. Bei so einem Vorkriegsauto immer so eine Sache, dann was ganz Schönes sind diese sportlichen Scheiben hier, die hat nicht jeder 315. Also man sieht, der Wagen ist mit ganz viel Liebe gemacht worden und er ist im Zustand neuwertig. Ich sage euch mal, der ist besser als damals bei Auslieferung, aber es ist wirklich ein echter, authentischer BMW 315 mit 40 bzw. 50 PS, ist ein 6-Zylinder-Motor, der also wirklich Dampf hat. Und das haben die Leute 1934 sofort erkannt, haben gesagt, damit müssen wir Rennen fahren, weil das Ding ist ja wirklich, der wiegt nur 750 Kilo, ist ja gar nichts. Ja, und dementsprechend geht der auch los, was natürlich toll ist. Ne? So, auch mal hier hoch.
sogar im dritten Gang hier hochzufahren. Ist ja toll. Was ist die blaue Lampe da? Weiß das jemand? Nee. So wie Lichter. Ach so, Blinker. Ah, das war der Blinker. Nee, da ist der Blinker, ne? Nee, weiß keiner. Da ist der Blinker. Das habe ich eben anstatt Blinker, das muss man also wissen. Hier rechts gehen ist die Beleuchtung, da. Das war eben gerade Licht an, das ist die kleine blaue Lampe da vorne. Und das war gerade der Blinker. Links ist links und rechts ist rechts. Ah ja, da hat er diese wunderschönen Instrumente. Schaut euch das mal an. Das ist der Tachometer, der geht bis 120. Also Spitzengeschwindigkeit bei so einem Auto war 120 Stundenkilometer. Was zur damaligen Zeit ganz schön viel war. Also damals hat man erst angefangen, die Reichsautobahnen zu bauen. Und da gab es eigentlich meistens vor allen Dingen normale Landstraßen. Aber ich kann euch jetzt schon eins sagen, also fahren tut er erstklassig, der Wagen. Das ist ein Auto, mit dem kann man auf Rallyes gehen. Kostet natürlich eine Menge Geld, so einen Wagen in der Qualität voll zu restaurieren. Er hat ja unten drunter auch einen Eschenrahmen, gelagerte Esche, ist sehr teuer. Und ihr müsst bei so einem Vorkriegsauto, wenn der noch einen Originalrahmen hat, da sind die meistens kaputt, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Oh, hört sich gut an, ne? Ja, der geht auch gut, ne? Dritte und vierte Gang ist synchronisiert, erste und zweite nicht, aber bisher beim Schalten geht wunderbar. Nur das Schalthaar liegt ein bisschen weiter links, der Rückwärtsgang ist oben links. Ja, geht aber wunderbar. Also vom Fahren her und von der Qualität ist der klasse. Ich habe vor 2 Jahren mal einen 315er BMW verkauft im Originalzustand. Der war 40 Jahre im Besitz. Der fuhr ganz anders. Der war zwar auch schön authentisch, aber er hier ist neuwertig voll restauriert. Und wenn man so einen Wagen wirklich im Einsatz bringen will, dann muss er gut funktionieren. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das tut der hier. Vor allen Dingen das Gute ist, diese Werkstatt, die das gemacht hat, das war eben der vierte, ah ja, nicht links außen, die das gemacht hat, der ist bekannt, der hat einen super Ruf für erstklassige Arbeit. Das hat früher der Vater gemacht, heute macht es der Sohn. Also ich sag mal, eine bessere Adresse für solche Top-Restaurierungen gibt es nicht. Und man sieht es auch hier. Also hier ist Öldruck übrigens, da vorne ist Wassertemperatur. Dann haben wir hier diesen wunderschönen, authentischen Tachometer. So haben die damals ausgesehen, die sind immer feinst restauriert worden. Und hier ist der Drehzahlmesser, der dreht bis 2500 Umdrehungen. Nee, also im Moment dreht er 2500. Geht doch hier einen Berg hoch, wir fahren jetzt gerade im zweiten Gang. Sound ist super bei dem Auto. Jetzt geben wir mal Gas, ne? Oh, cool, der klingt ja richtig. Mit einem richtig satten, kernigen Sound. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn man sich einen vergleichbaren Bugatti heute zulegt, da kostet so ein Auto mal eben 800.000 bis 1 Million. Und dafür ist so ein Wagen hier ein Sonderangebot. Der liegt zwar ein bisschen über 200, aber ist komplett restauriert. Und die Arbeit, die hier drin steckt, ist ganz erheblich. Und das Gute ist halt, man weiß, wer es gemacht hat. Es ist in Deutschland gemacht worden. Er läuft toll. Also hier hat er die Spiegelchen, die sehr gut sind. Ich kann rückwärtig unser Auto sehen, unser Filmauto, was uns immer begleitet. Hier ist der kleine Spiegel. Und dadurch, dass die Herrschaften diese Autos auch betreuen, könnt ihr davon ausgehen, dass der völlig authentisch restauriert wurde und dementsprechend wirklich in super Zustand. Aber man merkt auch, wie der fährt. Läuft klasse, ne? Ein richtig schönes Auto. Das Gute ist, dass er sehr, sehr leicht ist. Also deswegen auch diese tollen Werte. Ach ja. Also bei so einem Wetter heute wieder, das ist ja wieder Kaiserwetter, anders kann man es nicht sagen. Obwohl wir 1934 schon keinen Kaiser mehr hatten. Aber wirklich toll, wenn man überlegt, der Wagen ist 90 Jahre alt. Also für die Zeit eine hervorragende Technik. Damals waren wir gerne zu zweit unterwegs in Sportwagen. Da war das schon ein Luxusfahrzeug. Der hat damals 5.000 Reichsmark gekostet. Zum Vergleich ein SSK entsprechend hat damals 30.000 Reichsmark gekostet. Aber er zuckelt ja hier richtig gut und vor allen Dingen, da schlackert nichts und scheppert nichts. Man merkt, dass das alles neu ist. Die Achsen, das ist alles perfekt gemacht. Schaltung, Getriebe.
Und man hat halt bei dem Auto zur Serie damals, es waren ja nur eine Handvoll Autos, die überhaupt gebaut wurden, vieles verbessert, sodass man den heute wirklich gut einsetzen kann. Das heißt, es sind alles authentische Teile an dem Auto, aber man hat es ein bisschen verbessert. Also es ist sowieso was Besonderes, dass wir euch überhaupt einen BMW 315 zeigen können. Die sind sehr, sehr selten. Aber in dieser Qualität, also ich würde fast sagen, es dürfte so ziemlich der einzige sein, den es in der Qualität gibt, der wirklich vollständig komplett gemacht ist. Die kosten normalerweise 160.000 bis 190.000 Euro, aber sind alle so zur Hälfte erhalten und ein Drittel gemacht. Aber der Wagen, das wissen wir, also einmal wissen wir es von dem Besitzer, dann ist es fotodokumentiert und die Qualität ist wirklich sensationell bei dem Auto. Also besser kann man das nicht machen. Da ist jedes Detail neu und man muss sich, schaut euch mal die Rahmen hier an, wie schön das alles gemacht ist. Diese schönen Details überall, die Gummis sind neu. Also das Auto ist entweder was direkt für eine Sammlung oder man hat jemanden, der sagt, naja, wichtig ist für mich das Fahrerlebnis aus der Zeit. BMW 328, die kosten alle, ich sag mal, 450.000 aufwärts. Er hier kostet die Hälfte, aber dafür habe ich ein perfekt restauriertes Auto von einer absoluten Top-Adresse. Tja, und da ist man damit also super bedient. Das ist auch eine gute Geldanlage, weil da gibt es nicht viele. Es sind 15 Freiser-Nesch gebaut worden. Dann hat er, finde ich, die richtige Farbe hier drauf. Sehr viele sind ja weiß, aber weiß mit braunem Leder ist ganz toll getroffen. Und es ist wirklich egal, wo man guckt. Also hier schaut man zum Beispiel das Steinschlaggitter hier. Also Steinschlag, ja, Schutz oder wie nennt man das, vor den hinteren Kotflügeln aus Aluminium, wie perfekt das alles gearbeitet ist hier. Also ganz tolle Handarbeit, dann hier Scharniere, das sitzt alles gut. Wenn ich da die Tür aufmache, schaut mal hier, der hat also eine exzellente Qualität, guckt mal da rein und das macht's aus. Auch hier die Kartentaschen in den Autos, diese schönen Originalverschlüsse hier, die er hat. Und die Arbeit von dem Auto, also besser kann man das nicht machen. Auch innen drin die Teppichschlinge, das ist die Originale, so gehört die. Das gesamte Armaturenbrett ist neuwertig und genauso wie der Wagen aussieht, bewegt er sich auch. Genauso fährt er auch. Schaut euch das mal an, wie hervorragend das hier gearbeitet ist. Das liegt wirklich exzellent auf. Dann haben wir hier vorne das Originalzeichen von Fraser-Nesch aus England. Hier ist der Kühler wirklich in einem absolut perfekten Zustand. Hier vorne sind noch die Original-Bosch-Lämpchen. Damals sind die Lampen von der Firma Bosch gebaut worden. Könnt ihr hier vorne sehen, auf beiden Seiten. Ist noch original, ist noch authentisch. Das gleiche gilt auch übrigens hier vorne für die Lampen. Ja, soll man hier Motor aufmachen? Ja. Von der Seite machen wir das mal auf. Schaut euch das mal an. Hat 3 Vergaser. Und wenn man, ach hier hat er sogar noch, hat 3 Vergaser, ist wirklich perfekt restauriert. Das waren damals Solex-Vergaser. Hat eine 1,5 Liter Maschine gehabt, die 40 bzw. 50 PS produziert. War so ein sehr, sehr kleiner Sechszylinder, aber läuft deswegen sehr, sehr laufruhig und zieht auch richtig durch. Hier hinter ist ein kleines Roadster-Verdeck, das könnt ihr hier sehen. Lackfarbe ist schwarz, übrigens perfekt, wirklich perfekt lackiert. Damals waren in Wirklichkeit die Lackierungen viel, viel schlechter. Und daran kann man dann eben auch erkennen, dass er wirklich eine ganz neue Karosse mit einem neuen Rahmen hat. Das heißt, die Karosserie, also ist die Original-Alu-Karosse und ist dann perfekt wieder neu aufgearbeitet worden, aber auf einen neuen Holzrahmen und das ist wichtig. Ja, und dann also klassisch von der Optik, das sind die originalen alten Lampen, auch von Bosch. Und hier laufen die Spitzen hinten zu, aber das hat hier gerade ein bisschen gestaubt, deswegen haben wir ein bisschen Staub drauf. Aber schaut euch das mal an, wie schön das alles gearbeitet ist hier. Wer sich ein bisschen auskennt mit Fahrzeugrestaurierung, der weiß, dass das ein Haufen Arbeit ist, ein Auto dann in der Qualität auch hinzubekommen und das dauert Jahre. Das habt ihr nicht im halben Jahr gemacht, da ist jemand ein paar Jahre dabei. Und dann weißt du, wenn du anfängst mit so einem Auto, nie das Endergebnis. Das kann man hier sehen. Das Auto ist perfekt. Also das ist sicherlich wieder ein Highlight, was wir haben. Und BMW 315 ist was ganz, ganz Seltenes. Da haben wir ihn.
Also das Schöne an solchen Autos ist, dass man sich absolut vorstellen kann, wie unsere Vorfahren, unsere Urgroßväter Auto gefahren sind. Das war toll. Man sitzt mitten in der Natur, man hat ja diese sehr tief ausgeschnittenen Türen hier. Auch dieses wunderschön geschwungene Armaturenbrett, das ist alles so niedlich und so schön angeordnet. Man findet, also er hat hier einen Schok, er hat einen Blinker, er hat Licht, mehr brauchst gar nicht. Und eine Viergangschaltung, damit kommst du voran. Verbrauchen tut so ein Auto, sagen wir mal, drumherum 10 Liter, 120 fährt er auch. Also totaler Sympathieträger und das macht richtig Spaß. Also den kannst du bei schönem Wetter rausnehmen, hast ein H-Kennzeichen, man zahlt kaum Steuern für so ein Autochen und hat eine Riesenfreude. Und nebenbei, das hat kaum einer so einen Wagen und schon gar nicht in der Qualität. Also so wie der jetzt ist, wenn er gepflegt wird, hält er 50 Jahre. Und da muss wieder was dran gemacht werden. Der ist so toll restauriert, der Wagen, und man weiß halt eben, wo es herkommt. Tolles Auto, also wirklich tolles Auto. Und ich habe den gleichen Platz wie ein BMW 328. Bin jetzt 1,84 Meter, Paolo ist ein bisschen größer als ich, der passt da auch super rein. Also ich kann euch nur sagen, das ist ein wunderschönes Auto hier. Das Sound ist cool bei dem Auto. Ist das nicht ein neuer BMW da vorne? Nee, Aston Martin, ne? Mustang. Ach Gott, ach du lieber Gott. Ja, das ist die moderne Zeit. Wir fahren noch ein richtiges Auto. Aber es macht ja einen herrlichen Spaß. Also bei so einem Tag mit dem Oldtimer zu fahren, der gut funktioniert, es gibt nichts Schöneres. Das ist auch wirklich begeisternswert. Kann ich mich absolut begeistern. Kleine Fehlzündung hat er so ein bisschen. Und er dreht auch im tiefen Drehzahlbereich. Guck mal hier, 1500 Umdrehungen, es geht hoch, der läuft wunderbar, weißt du, ne? Der läuft ja toll, der Wagen. Also ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich mit dem Wagen so 12, 13 Kilometer gefahren bin, der läuft erste Klasse, Spaßfaktor ganz hoch, macht einen riesen Spaß mit dem Auto zu fahren und er hat auch richtig Power. Also das ist unglaublich, was der losgeht. Schaltet sich schön runter, ich habe null Probleme mit der Schalterei. Und das Allerbeste sind die Bremsen. Also ich meine, Seilzugbremsen damals waren so eine Sache, die hatte er aber nicht hier. Schaltet sich herrlich hoch, Maschine hat Kraft, man sitzt ganz toll drin, ganz bequem. Schaut mal hier, jetzt läuft er gerade im Leerlauf bei 800 Umdrehungen, wie ruhig diese Maschine läuft. Das ist wirklich fantastisch gemacht. Schaut mal hier. Also besser geht das nicht. Auch wie der gefahren ist eben. Jetzt sind wir fast 20 Kilometer gefahren. Das Auto geht wie die Feuerwehr. Macht einen Riesenspaß mit dem Auto zu fahren. Und mehr Auto braucht man nicht, um Spaß und Freude zu haben. Absolut. Ein total toller Wagen. Also ich glaube, als die damals gebaut wurden, hatten sie nicht die Qualität wie er hier. Man hat da ja alles verbessert, en Detail, Kleinigkeiten überall. Trotzdem ist es ein ganz originaler 315 Sportroadster. Aber er geht ab. Also er macht da einen Spaß, die Bremsen gehen, der schaltet sich super. Das ist ergonomisch auch toll alles gemacht. Man sitzt da ganz super drin in dem Auto. Guck mal, wie der geht. Ah. Also ich glaube, dass der auch schneller fährt als 120. Den Eindruck habe ich. Der geht schneller. Ich glaube, dass der 130, 140 läuft hier. Hält super die Spur, bremst gut. Also hier die Bremsen zu verbessern war auch richtig. Das ist ein reines Sicherheitsthema. Ich meine, Kopfstützen hat er nicht und Gurte halt auch nicht. Ja gut, das ist halt eben das Risiko, wenn man im schönen alten Oldtimer unterwegs ist. Aber der Spaßfaktor, der ist ganz gewaltig. Und der Sound ist klasse, ne? Das sind halt die 6 Zylinder, die hört man. Das ist einer der kleinsten 6 Zylinder, die je gebaut wurden. Er hat ja nur 1,5 Liter Hubraum. Der ist nachher vergrößert worden beim 328 auf 2 Liter. Da hat er dann 80 PS gehabt, die sind noch einen Tick schneller. Aber so ein großer Unterschied ist da gar nicht. Und 750 Kilo ist ja nichts.
Super läuft der Wagen, macht so einen Spaß. Vorsicht, nicht, dass einer von vorne kommt. So. Ja, also da muss ich dem Restaurator wirklich sagen, das hast du erste Klasse gemacht. Besser kann man das nicht machen. Bin absolut begeistert. Ich glaube, ihr seht das auch. Es macht so einen Spaß, mit dem Wagen zu fahren hier. Toll. Dann diese leichten Fehlzündungen hinten, das ist sportlich. Deswegen Elektro kann man ja fahren, kann man auch kaufen. Aber für mich ist das nichts. Ein Auto muss einen Auspuff haben, der muss mal hören. Da muss auch die Bewegung, auch das mit der Schaltung, das brauche ich auch. Da habe ich das Fahrzeug in der Hand. Ich spüre ganz genau, was ich gerade mache. Und ich sehe sofort, wie gut sich das umsetzt hier auf der Straße. Das ist halt Aktivität, aktiv Autofahren. Macht einen riesen Fahrspaß, einen riesen Fahrspaß. Braucht ganz direkte Lenkung. Ja, deswegen ist das auch unser Motto und solange ich Auto fahren kann, werde ich das auch machen. Und wenn ich 80 bin, ich bin sicher, Spaß habe ich dann auch noch. Dann fahre ich vielleicht ein bisschen langsamer und ein bisschen vorsichtiger. Aber solange das möglich ist, mache ich diese Filme und fahre diese Autos. Ja, da vorne ist Beuerberg. Hat mir persönlich eine Riesenfreude gemacht gerade. Ich glaube, ihr merkt das auch. Ein super Auto, toll gearbeiteter Wagen. Ja, jetzt sind wir in Beuerberg. Das war eine richtig tolle 315 Probefahrt. Ich möchte mich von euch verabschieden. Bis zu unserem nächsten Film. Wird auch wieder spannend. Bleibt uns treu. Bis morgen und ciao, euer Stefan.